Keine Ahnung, wie es euch geht, aber mich zieht's immer wieder nach Spanien. Was natürlich auch durchaus am Essen liegen könnte. Hi und herzlich willkommen. Heute geht es aber nicht nur um Spanien und Essen. Letzten Herbst waren wir mal wieder in Spanien mit dem Camper unterwegs. Und mit dabei war natürlich nicht nur die Fuji, sondern auch noch das kleine Fujinion 23mm f2. Und genau um das soll es auch heute gehen. Unter Fuji-Usern allseits bekannt und wahrscheinlich auch schon legendär, aber gerade für Neueinsteiger ins Fuji-System hat dieses kleine Fujinion viel zu bieten. Insbesondere wenn man mal das Preis-Leistungs-Verhältnis von etwas über 400 € betrachtet. Das 23mm entspricht im Kleinbildformat einem 35mm Objektiv und kommt mit einer Offenblende von 2. Im Lieferumfang enthalten ist ein Objektivdeckel, ein Bajonettdeckel, eine Gegenlichtblende sowie ein Einschlagtuch. Mit seiner Brennweite eignet es sich für eine Vielzahl von Motiven, wie beispielsweise Schnappschüsse, Landschaftsaufnahmen oder auch Porträts. Für mich persönlich ist diese Brennweite ein absoluter Allrounder. Bezüglich Auflösung ist das kleine 23mm auch voll kompatibel mit dem 49-Megapixel Sensor der X-T5 oder X-H2. Durch das Metallgehäuse ist das 23mm extrem robust und mit 180 Gramm extrem leicht. Das 23mm kommt mit einem Blendenring, was für diese Preisklasse nicht immer ganz selbstverständlich ist. Der Blendenring sowie der Fokusring sind vom Drehmoment und den Zwischenschritten optimal bedienbar. Beim Blendenring ist auch ein leises Klicken beim Rasten zu hören. Das Objektiv ist spritz- und staubwassergeschützt und auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar. Laut Fuji soll es bis zu minus 10 Grad Celsius funktionieren. Minus 10 Grad hatte ich aber bisher weder in Spanien, Norwegen und auch nicht in der Schweiz. Der Single-Shot-Autofokus funktioniert sowohl an der X-T4 als auch an der X-T5 schnell und zuverlässig. Knackscharfe Bilder sind also überhaupt kein Problem. Der Schrittmotor ist beim Fokussieren so gut wie überhaupt nicht zu hören und würde sich damit eigentlich auch zum Filmen eignen, wenn da nicht das Focus Breathing wäre. Wobei ich noch nicht herausgefunden habe, ob das Focus Breathing an der Kamera oder am Objektiv liegt. Wie auch beim Thema Continuous Autofocus würde ich hier eher auf die Kamera tippen, denn bei der X-T5 mit Continuous Autofocus habe ich eine wesentlich höhere Hitrate, und zwar bei jedem Objektiv, das vorne dran klebt. Zusammenfassend kann man aber sagen, mit dem 23mm bekommt man ein Objektiv mit sehr guter Abbildungsqualität und Schärfe, die auch bei Offenblende schon relativ gut ist und sich durch Abblenden natürlich noch steigern lässt. Auch abbildungstechnisch gibt es für mich bei diesem Objektiv absolut nichts zu meckern. Wie auch bei vielen anderen Objektiven dieser Art und Klasse nimmt die Schärfe zum Rand bei Offenblende etwas ab, was sich durch das Abblenden von 1 bis 2 Stufen aber leicht wieder korrigieren lässt. Der optische Aufbau besteht aus 10 Elementen in 6 Gruppen mit 2 asphärischen Linsen. Durch die 9 Lamellen erhält man bei Offenblende ein wunderbares Bokeh. Die Blende kann aber auch bis zu einem Maximalwert von f16 geschlossen werden. Wer keine Lust hat, die Blende über den Blendenring einzustellen, kann das natürlich auch über die Dials an der Kamera machen. Hierzu muss man nur den Blendenring auf Position A stellen. In manchen Situationen ist das absolut praktisch. Kommen wir jetzt noch zu den Themen, die mir aufgefallen sind und die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Als allererstes wären da die Lensflares bzw. Sonnenflecken und der Fallschlichteinfluss. Diese tauchen vor allem bei ungünstigem Sonnenstand und komplett geschlossener Blende auf. Wenn man also direkt in die Sonne fotografieren möchte, ist es ratsam, die Blende zu öffnen. Wie man hier an diesen beiden Beispielen sehen kann, lässt sich der Fallschlichteinfluss sowie die Lensflares durch Öffnen der Blende beseitigen. Und wie immer hilft es natürlich auch, den Aufnahmewinkel etwas zu verändern. Wenn man schon über Fallschlichteinfluss und Lensflare spricht, dann sollte man auch noch über die Sonnenblende sprechen. Wie man sehen kann, ist sie nicht besonders groß und somit kann auch der Wirkungsgrad nicht besonders effektiv sein. Ich persönlich mag sie trotzdem recht gerne, denn sie spart mir damit einen Schutzfilter und schützt somit die Linse vor versehentlicher Beschädigung.
Die Sonnenblende ist aus Plastik und der Objektivdeckel passt sowohl mit als auch ohne Sonnenblende aufs Objektiv. Fuji bietet optional auch noch eine weitere Sonnenblende für das 23er an, aber auch die ist nicht besonders viel größer. Vielleicht geht es hier auch mehr um den Style-Faktor. Wie auch beim 35er beträgt die Filtergröße 43 mm. Das spart bares Geld, denn man muss nicht für jedes Objektiv einen Filter kaufen. Schade nur, dass das 50er wieder einen anderen Durchmesser hat. Alternativen gibt es mittlerweile einige, sowohl von TT Artisan als auch von Viltrox und wahrscheinlich auch noch von ein paar anderen. Bei dieser Preisklasse bleibe ich persönlich aber lieber bei Fuji. Für alle, die noch nicht viel mit Festbrennweiten zu tun hatten, bietet das 23 mm meiner Meinung nach den optimalen Einstieg in die Festbrennweite. Wem die Offenblende von 2 nicht ausreicht, der hat natürlich auch noch die Möglichkeit, die 1.4 Version zu nehmen. Allerdings kostet diese dann auch das Doppelte. Auch wenn ich mittlerweile beide Versionen besitze, würde ich das kleine nicht hergeben. Wenn man mit kleinem Gerät unterwegs sein möchte, ist das eine ideale Kombi. Nicht zu vergessen natürlich auch die anderen XF-Objektive aus dieser Serie. Zum 16 mm habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Die Links zu den 23ern findet ihr in der Videobeschreibung. Die meisten Objektive hole ich auf Amazon, denn dort habe ich ein 30-tägiges Rückgaberecht, wo ich nicht diskutieren muss. Damit wären wir für heute aber auch schon wieder am Ende. Bei Fragen oder Anmerkungen schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.